Das ist unsere Erde, auf der wir alle leben. Die Erde ist ein Planet, also im Weltall eine große Kugel, die um die Sonne fliegt. Von der Sonne bekommen wir das Licht und die Wärme, die wir brauchen. Die Erde ist ein ganz besonderer Planet. Ein blauer Planet, weil der Großteil mit Wasser bedeckt ist. Rund 3/4 der Oberfläche sind Meere. Kleine Teile, die aus dem Wasser herausschauen, die nennen wir Inseln. Und die großen Erdteile nennen wir Kontinente. Außerdem hat die Erde eine dünne Hülle aus Luft, die Atmosphäre. Wir sehen sie hier am Rand und wir sehen sie dann gut, wenn sich aus dem Wasser Wolken bilden, diese weißen Flächen. Auf diesem Globus von Google Earth kann man das Wetter leicht wegschalten. Dann sieht man besser auf die Oberfläche der Erde. Die Sonne, die Erde, das Wasser und die Luft. Sie sind die Grundlagen für unser Leben. Ohne sie geht es nicht. Man kann die Erde in 7 Erdteile, die 7 Kontinente und in 3 große Meere, die 3 Ozeane, einteilen. Die schauen wir uns jetzt genauer an. Wir starten hier in der Mitte mit Afrika. Wenn wir nach oben schauen, sehen wir Europa. In der Geografie sagen wir nicht oben, sondern Norden. Unten ist Süden, links ist Westen, rechts ist Osten. Fliegen wir von Afrika und Europa nach Westen, dann kommen wir zunächst zum Atlantischen Ozean und dann nach Amerika. Im Norden sehen wir Nordamerika und im Süden sehen wir Südamerika. Fliegen wir weiter nach Westen, kommen wir hier zum größten Ozean, dem Pazifischen Ozean, kurz dem Pazifik. Noch weiter, dann sehen wir im Süden den kleinsten Kontinent Australien. Und im Norden sehen wir schon den größten Kontinent, das ist Asien. Wir fliegen weiter nach Westen über den Indischen Ozean und kommen zurück nach Afrika und Europa. Fliegen wir ganz nach Süden, kommen wir zum Südpol. Der Südpol liegt auf dem 7. Kontinent, der Antarktis. Sie ist ganz weiß, weil sie mit Eis bedeckt ist. Fliegen wir jetzt ganz nach Norden, kommen wir zum Nordpol. Der Nordpol liegt im Meer, das aber wegen der Kälte gefroren ist. Legt man auf Google Earth das Gradnetz oder Gitternetz über den Globus, dann erkennt man die Pole sehr leicht. Es ist der Punkt, wo alle Längenkreise zusammenkommen und einander schneiden. Auf der anderen Seite beim Südpol sieht man das genauso. Dazwischen, auf halber Höhe, befindet sich der Äquator. Der Äquator ist der längste Breitenkreis und er teilt die Erde in eine Nordhalbkugel und eine Südhalbkugel. Fliegen wir wieder zurück vom Pol zum Äquator und schalten dann das Gitternetz wieder aus. Wir sind jetzt mitten im Meer gelandet und können niemandem mehr sagen, wo wir uns eigentlich
befinden. Dazu dient das Gitternetz. Ich kann jeden Punkt der Erde genau bestimmen und mit dieser geografischen Breite, hier geht es um die nördliche Breite, hier um die südliche Breite, und mit der geografischen Länge kann ich jeden Punkt genau bestimmen und angeben. Hier vor Afrika treffen einander der Äquator, geografische Breite 0, und der Nullmeridian, geografische Länge 0. Je weiter ich jetzt hineinzoome, desto genauer werden die Angaben. Es kommen zu den ursprünglichen Grad dann noch die Minuten dazu und später sogar die Sekunden, sodass jeder Pilot genau weiß, wo er sich befindet. Die Erde dreht sich auch in Wirklichkeit von Westen nach Osten und braucht genau 24 Stunden, um eine volle Umdrehung zu machen. Deswegen dauert ein Tag, ein Kalendertag, 24 Stunden. Und deswegen sehen wir einige Stunden lang die Sonne und einige Stunden lang ist es Nacht. Die Sonne ist weg. Jetzt geht die Sonne wieder auf, es ist mehrere Stunden lang Tag und nach einigen Stunden geht die Sonne wieder unter und es ist Nacht. Fassen wir zusammen. Die Erde ist ein blauer Planet mit einer Lufthülle. Sie hat 7 Kontinente und 3 Ozeane. Da sie sich ständig um die eigene Achse dreht, entstehen Tag und Nacht. Zur besseren Orientierung gibt es ein Gitternetz und dieses Gitternetz besteht aus Breitenkreisen und Längenkreisen.